Lektion 1: Skaten macht Spaß. Hey Anna, das macht so viel Spaß beim Skaten und runterrutschen. Ich weiß, oder? Ich fühle mich so aufgeregt und voller Energie. Ich auch. Ich kann es kaum erwarten, es in diesen wenigen Urlaubstagen immer wieder zu tun. Absolut. Es ist so eine aufregende Aktivität, und die verschneite Landschaft trägt zur Aufregung bei. Ich stimme zu. Es ist eine großartige Möglichkeit, das Winterwetter zu genießen und Spaß zu haben. Ich bin froh, dass wir uns entschieden haben, es zu versuchen. Es ist definitiv ein Höhepunkt unseres Urlaubs. Definitiv. Machen wir das Beste aus unserer Zeit hier und erleben wir noch mehr tolle Abenteuer. Absolut, John. Ich freue mich schon auf unsere nächste Eislaufstunde. Ich bin dabei. Wir werden während dieses Urlaubs unvergessliche Erinnerungen haben. Das ist der Geist. Lasst uns die Aufregung aufrechterhalten und das Beste aus jedem Moment machen. Absolut, Anna. Lass uns eine tolle Zeit haben. Lektion 2: Ich gehe zum Supermarkt. Hallo Anna, ich gehe zum Supermarkt. Gibt es etwas Spezielles, das du brauchst? Hallo John, ja, uns gehen ein paar wichtige Dinge aus. Vergiss die Milch und die Eier nicht. Bekannt, Anna. Ich sorge dafür, dass ich Milch und Eier hole. Sonst noch etwas? Außerdem geht uns das Brot aus. Könnten Sie bitte ein Brot abholen? Natürlich, Anna. Ich füge der Liste einen Laib Brot hinzu. Soll ich sonst noch was holen? Das sollte vorerst alles sein, John. Danke, dass du mit den Einkäufen geholfen hast. Du bist willkommen, Anna. Ich melde mich in Kürze mit allem, was auf der Liste steht, zurück. Großartig. Ich fange an, die anderen Zutaten für unser Essen zuzubereiten. Wir sehen uns bald, John. Bis bald, Anna. Ich werde darauf achten, Milch, Eier und Brot nicht zu vergessen. Lektion 3: Gibt es ein Limit, wie viel ich mitbringen kann? Hallo Anna, ich plane eine Reise und wollte nach der Gepäckbegrenzung fragen. Gibt es ein Limit, wie viel ich mitbringen kann? Hallo John, ja, die Gepäckmenge, die Sie auf einer Reise mitnehmen können, ist normalerweise begrenzt. Ich verstehe. Ist das Limit für alle Fluggesellschaften gleich oder variiert es? Die Gepäckbegrenzung kann je nach Fluggesellschaft und Art Ihres Tickets variieren. Woher weiß ich also, was das spezifische Limit für meinen Flug ist? Informationen zu den Gepäckbeschränkungen finden Sie normalerweise auf der Website der Fluggesellschaft oder indem Sie sich an deren Kundendienst wenden. Das ergibt Sinn. Ich werde auf jeden Fall auf der Website der Fluggesellschaft nachschauen, um das Limit für meinen speziellen Flug zu ermitteln. Das ist eine gute Idee, John. Es ist immer besser, informiert und vorbereitet zu sein. Gibt es eine allgemeine Faustregel für das Packen? Zum Beispiel, wie viel wird als angemessener Betrag angesehen? Zu einer angemessenen Menge an Gepäck gehört in der Regel ein Koffer oder eine Tasche, die den Größen- und Gewichtsbeschränkungen der Fluggesellschaft entspricht. Das werde ich beim Packen im Hinterkopf behalten. Ich möchte das Limit nicht überschreiten und mit zusätzlichen Gebühren oder Problemen rechnen müssen. Es ist definitiv eine gute Praxis, effizient zu packen und unnötige Gegenstände zu vermeiden. Danke für die Information, Anna. Ich werde sicherstellen, dass ich innerhalb der Grenzen packe und ein reibungsloses Reiseerlebnis habe. Du bist willkommen, John. Hab eine gute Reise und genieß deine Reisen. Lektion 4: Ich habe gehört, dass die Landschaften in Japan unglaublich sind. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, einen Urlaub zu planen.
Ich habe gehört, dass die Landschaften in Japan unglaublich sind. Hallo John, du hast absolut recht. Japan ist bekannt für seine atemberaubenden Landschaften und seine natürliche Schönheit. Ich wollte schon immer die Kirschblüten in voller Blüte sehen. Ich habe gehört, dass sie atemberaubend sind. Oh ja, die Kirschblüten in Japan sind wirklich ein unvergesslicher Anblick. Die Landschaft wird so lebendig und malerisch. Ich kann mir das nur vorstellen. Es muss ein unglaubliches Erlebnis sein, die Schönheit der Natur auf so einzigartige Weise zu erleben. Das ist es auf jeden Fall, John. Die Kirschblüten schaffen eine magische Atmosphäre und bedeuten die Ankunft des Frühlings. Gibt es bestimmte Orte in Japan, die Sie zum Beobachten von Kirschblüten empfehlen würden? Zu den beliebten Zielen für Kirschblüten gehören Kyoto, Tokio und Nara. Sie haben wunderschöne Parks und Gärten. Das klingt unglaublich. Ich werde darauf achten, diese Orte in meine Reiseroute aufzunehmen, wenn ich meine Reise nach Japan plane. Ich bin mir sicher, dass Sie eine wundervolle Zeit haben werden, die Landschaften zu erkunden und in die japanische Kultur einzutauchen. Ich freue mich sehr darauf, Anna. Vielen Dank, dass Sie Ihre Erkenntnisse und Empfehlungen geteilt haben. Du bist willkommen, John. Ich wünsche Ihnen ein unvergessliches Erlebnis in Japan und genießen Sie die Schönheit der Kirschblüten. Das weiß ich zu schätzen, Anna. Ich werde dafür sorgen, dass ich ein paar wunderschöne Fotos mache, um sie mit Ihnen zu teilen, wenn ich zurückkomme. Lektion 5. Gibt es Ziele, die du im Sinn hast? Hallo Anna, ich habe nach Urlaubsmöglichkeiten für uns gesucht. Gibt es Ziele, die Sie im Sinn haben? Hallo John, ich habe auch etwas recherchiert. Innerhalb unseres Budgets stehen verschiedene Optionen zur Verfügung. Das ist toll zu hören, Anna. Es ist wichtig, ein Reiseziel zu finden, das ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Absolut, John. Ich habe einige erschwingliche Strandziele und auch ein paar malerische Rückzugsorte in den Bergen gefunden. Strandziele klingen entspannend und Rückzugsorte in den Bergen würden für einen erfrischenden Szenenwechsel sorgen. Ich stimme zu, John. Das hängt davon ab, ob wir einen entspannten Strandurlaub oder einen abenteuerlichen Urlaub in den Bergen wollen. Lassen Sie uns die Vor- und Nachteile der einzelnen Optionen abwägen. Was sind die Strandziele, die Sie gefunden haben? Ich habe in Mexiko und Thailand einige erschwingliche Optionen gefunden. Sie haben wunderschöne Strände und eine Vielzahl von Aktivitäten. Mexiko und Thailand klingen beide ansprechend. Was ist mit den Rückzugsorten in den Bergen? Irgendwelche bestimmten Orte? Ja, ich bin in den Schweizer Alpen und den Colorado Rockies auf einige budgetfreundliche Optionen gestoßen. Sie bieten atemberaubende Ausblicke und Outdoor-Abenteuer. Die Schweizer Alpen und die Colorado Rockies würden ein landschaftliches und abenteuerliches Erlebnis bieten. Es ist eine schwierige Entscheidung. Das ist es in der Tat, John. Wir sollten unsere Vorlieben und die Art der Erfahrung, die wir haben möchten, berücksichtigen. Du hast recht, Anna. Nehmen wir uns etwas Zeit, um gemeinsam zu diskutieren und zu entscheiden. Ich freue mich auf unseren bevorstehenden Urlaub. Ich auch, John. Ich bin zuversichtlich, dass wir das perfekte Reiseziel finden werden, das sowohl unseren Wünschen als auch unserem Budget entspricht. Einverstanden, Anna. Es geht nur darum, das richtige Gleichgewicht zu finden. Lassen Sie uns weiter nach unseren Optionen suchen und diese erörtern. Klingt nach einem Plan, John. Ich freue mich darauf, mit dir einen tollen Urlaub zu planen. Lektion 6. Ich habe darüber nachgedacht, ein Solo-Abenteuer zu erleben. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, ein Soloabenteuer zu erleben. Wie kann ich das planen?
Hi John, das klingt spannend. Um ein Solo-Abenteuer zu planen, kannst du damit beginnen, dein Reiseziel zu recherchieren. Die Destination zu recherchieren ist sinnvoll. Auf welche wichtigen Dinge sollte ich bei meiner Recherche achten? Sie sollten nach Informationen über die lokale Kultur, Sehenswürdigkeiten, Sicherheitstipps und alle erforderlichen Reisedokumente suchen. Das ist hilfreich, Anna. Ich werde sicherstellen, dass ich alle notwendigen Informationen einsammle, bevor ich mein Ziel festlege. Großartig, John. Sobald Sie Ihr Ziel ausgewählt haben, können Sie eine detaillierte Reiseroute für Ihre Reise erstellen. Wie sollte ich vorgehen, um eine Reiseroute zu erstellen? Gibt es bestimmte Schritte, die ich befolgen sollte? Identifizieren Sie zunächst die Orte und Aktivitäten an Ihrem Reiseziel, die Sie unbedingt besuchen müssen. Planen Sie dann für jede Attraktion Zeit ein und planen Sie Ihren Tagesablauf. Ich verstehe. Also sollte ich die Orte und Aktivitäten priorisieren, die mich am meisten interessieren. Genau, John. Wenn Sie eine flexible Reiseroute erstellen, können Sie das Beste aus Ihrem Solo-Abenteuer machen. Gibt es noch andere wichtige Aspekte, die ich bei der Planung einer Alleinreise berücksichtigen sollte? Ja, es ist wichtig, über Übernachtungsmöglichkeiten, Transport und Budgetierung für Ihre Reise nachzudenken. Unterkunft, Transport und Budgetierung, verstanden. Ich werde sicherstellen, dass ich meine Ressourcen entsprechend plane und einteile. Das ist ein kluger Ansatz, John. Eine vorausschauende Planung hilft Ihnen dabei, ein reibungsloses und unterhaltsames Solo-Abenteuer zu Danke für die erleben. Anleitung, Anna. Ich fühle mich jetzt sicherer bei der Planung meiner Soloreise. Du bist willkommen, John. Ich bin sicher, du wirst eine tolle Zeit haben und unvergessliche Erinnerungen an dein Solo-Abenteuer haben. Ich schätze deine Unterstützung, Anna. Ich kann es kaum erwarten, mich auf dieses neue Abenteuer einzulassen. Lektion 7. Ich habe versucht, eine konsistente Trainingsroutine zu etablieren. Hallo Anna, ich habe versucht, eine konsistente Trainingsroutine zu etablieren. Wie sieht deine Trainingsroutine aus? Hallo John, es ist toll, dass du Sport priorisierst. Normalerweise mache ich morgens Yoga. Yoga klingt nach einem großartigen Start in den Tag. Welche Vorteile haben Sie durch das Üben von Yoga erfahren? Yoga hilft mir, meine Flexibilität zu verbessern, Kraft aufzubauen und Stress abzubauen. Es verbessert auch mein allgemeines Wohlbefinden. Das sind wunderbare Vorteile, Anna. Ich bin daran interessiert, Yoga in meine Routine zu integrieren. Irgendwelche Tipps für Anfänger? Für Anfänger ist es wichtig, mit anfängerfreundlichen Yogakursen oder Tutorials zu beginnen. Konzentrieren Sie sich auf die richtige Ausrichtung und hören Sie auf Ihren Körper. Ich werde das im Hinterkopf behalten, Anna. Gibt es spezielle Ressourcen oder Apps, die du für das Erlernen von Yoga empfiehlst? Es stehen viele großartige Ressourcen zur Verfügung. Zu den beliebten Apps zum Yoga-Lernen gehören Yoga Studio, Down Dog und Daily Yoga. Ich werde mir diese Apps ansehen, Anna. Hast du noch andere Lieblingsübungen oder Aktivitäten, die dir Spaß machen? Neben Yoga gehe ich auch gerne im Park spazieren oder joggen und mache zu Hause Krafttraining. Das Einbeziehen von Spaziergängen, Joggen und Krafttraining klingt nach einer abgerundeten Routine. Ich werde erwägen, diese auch hinzuzufügen. Das ist eine großartige Idee, John. Es ist gut, eine Mischung aus Aktivitäten zu haben, um dein Training interessant zu gestalten und verschiedene Muskelgruppen Ich schätze anzusprechen. deine Erkenntnisse, Anna. Ich bin jetzt motiviert, eine konsistente Trainingsroutine zu etablieren. Ich freue mich, das zu hören, John.
Denken Sie daran, schrittweise zu beginnen und auf Ihren Körper zu hören. Konsistenz ist der Schlüssel, um Ergebnisse zu Ich erzielen. werde das im Hinterkopf behalten, Anna. Danke, dass du uns deine Trainingsroutine mit uns teilst und uns anleitest. Auf einen gesünderen Lebensstil. Lektion 9. Ich denke darüber nach, einen Smoothie zu machen. Hallo Anna, ich denke darüber nach, einen Smoothie zu machen. Schlagen Sie vor, Ananas, Mango, Bananen und Kokosmilch zu verwenden? Hallo John, diese Kombination klingt köstlich. Ananas, Mango, Banane und Kokosmilch wären ein erfrischender und tropischer Smoothie. Ich freue mich, dass du das denkst, Anna. Soll ich zusätzliche Zutaten oder Süßungsmittel hinzufügen? Sie können einen Spritzer frischen Limettensaft für einen würzigen Kick oder einen Spritzer Honig hinzufügen, wenn Sie einen süßeren Geschmack bevorzugen. Limettensaft und Honig, verstanden. Ich werde sicherstellen, dass ich die in meinen Smoothie nehme. Das klingt perfekt, John. Vergiss nicht, alles zu mixen, bis es glatt und cremig ist. Definitiv, Anna. Ich mixe es, bis es eine glatte und cremige Konsistenz hat. Irgendwelche anderen Tipps? Sie können auch eine Handvoll Eiswürfel hinzufügen, um den Smoothie gekühlt und erfrischend zu machen. Kühl und erfrischend ist das, was ich anstrebe, Anna. Ich füge ein paar Eiswürfel hinzu, um das zu erreichen. Wunderbar, John. Ich bin mir sicher, dass dein Smoothie fantastisch werden wird. Genieß es. Danke für die Vorschläge, Anna. Ich kann es kaum erwarten, meinen tropischen Smoothie zu genießen. Lektion 10. Ich wollte mit dir über etwas sprechen. Hallo Anna, ich wollte mit dir über etwas sprechen. Ich versuche mein Bestes, aber manchmal wird die Traurigkeit einfach überwältigend. Hallo John, ich bin hier, um zuzuhören. Es ist völlig normal, sich manchmal von Traurigkeit überwältigt zu fühlen. Denken Sie daran, dass Sie sich dem nicht alleine stellen müssen. Danke, Anna. Es bedeutet mir viel, jemanden zum Reden zu haben. Manchmal fühlt es sich an, als ob die Traurigkeit zu groß ist, um damit umzugehen. Ich verstehe, John. Es kann schwierig sein, mit überwältigenden Emotionen umzugehen. Es ist wichtig, dass Sie sich die Erlaubnis geben, sich bei Bedarf zu fühlen und Unterstützung zu suchen. Das ist beruhigend zu hören, Anna. Wie kann ich mit diesen überwältigenden Gefühlen der Traurigkeit umgehen? Es gibt verschiedene Bewältigungsstrategien, die helfen können. Sie können versuchen, mit einem vertrauenswürdigen Freund oder Familienmitglied zu sprechen, sich an Aktivitäten zu beteiligen, die Ihnen Spaß machen, Selbstfürsorge zu üben oder bei Bedarf Ich werde professionelle diese Hilfe in Strategien im Anspruch zu Hinterkopf nehmen. behalten, Anna. Mit jemandem zu sprechen und sich an Aktivitäten zu beteiligen, die mir Spaß machen, klingt nach guten Ausgangspunkten. Absolut, John. Denken Sie daran, dass es wichtig ist, kleine Schritte zu machen und sanft mit sich selbst umzugehen. Es ist okay, um Hilfe zu bitten, wenn du sie brauchst. Ich schätze Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis, Anna. Es ist beruhigend zu wissen, dass ich mich melden kann, wenn die Traurigkeit zu groß wird. Du bist willkommen, John. Zögere nie, dich zu melden. Sie sind damit nicht allein, und gemeinsam können wir die schwierigen Zeiten bewältigen. Danke, Anna. Deine Worte bedeuten mir viel. Ich bin dankbar, dich als Freund zu haben. Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit, John. Freunde sind hier, um sich gegenseitig zu unterstützen, besonders in schwierigen Momenten. Wir werden das zusammen durchstehen. Lektion 11. Die Kleiderordnung. Hallo Anna, ich wollte dich um Rat fragen. Was scheint natürlich das Problem zu sein? Hallo John, ich bin hier, um zu helfen. Was beschäftigt dich? Nun, ich bin zu einer formellen Veranstaltung eingeladen und die Kleiderordnung verlangt Krawatte.
Das ist nicht mein Stil und ich habe schon einen. Ich verstehe, John. Wenn das nicht dein Stil ist, kannst du nach Alternativen zu einer traditionellen Krawatte suchen. Es gibt auch andere Optionen wie Fliegen oder Einstecktücher, die ihrem Outfit einen Hauch von Persönlichkeit verleihen können. Das ist ein toller Vorschlag, Anna. Ich habe nie an Fliegen oder Einstecktücher gedacht. Ich werde sie als Alternativen in Betracht ziehen. Es ist gut, unvoreingenommen zu sein und mit verschiedenen Stilen zu experimentieren. Vielleicht finden Sie etwas, das Ihrem Geschmack entspricht und trotzdem der Kleiderordnung der Das Veranstaltung stimmt, entspricht. Anna. Ich werde verschiedene Optionen prüfen und etwas wählen, das zu meinem persönlichen Stil passt und gleichzeitig die Anforderungen an die Kleiderordnung erfüllt. Das ist der Geist, John. Es ist wichtig, dass Sie sich in dem, was Sie tragen, wohl und selbstbewusst fühlen. Absolut, Anna. Vielen Dank für Ihren Rat und Ihre Hilfe, um die Ecke zu denken. Ich weiß das zu schätzen. Nochmals vielen Dank, Anna. Ich werde das im Hinterkopf behalten und eine Entscheidung treffen, die meinem Stil und den Anforderungen der Veranstaltung entspricht. Lektion 12. Was sind hier einige der wichtigsten Verkehrsmittel? Hallo Anna, ich bin kürzlich in eine neue Stadt gezogen. Was sind einige der wichtigsten Transportmittel hier? Hallo John. In dieser Stadt gibt es ein umfassendes öffentliches Verkehrssystem, das Busse, Züge und Straßenbahnen umfasst. Das ist toll zu wissen, Anna. Gibt es spezielle Apps oder Websites, mit denen ich mich im öffentlichen Verkehrssystem zurechtfinden kann? Ja, es sind mehrere Apps und Websites verfügbar. Zu den beliebtesten gehören die offizielle Transport-App der Stadt und andere Apps von Drittanbietern, die Updates und Routenplanung in Echtzeit bieten. Ich werde sicherstellen, dass ich die offizielle Transport-App herunterlade, Anna. Es klingt nach einem praktischen Tool, um sich fortzubewegen. Es ist auf jeden Fall nützlich, John. Darüber hinaus sind Taxis und Mitfahrdienste in dieser Stadt ebenfalls weit verbreitet. Das ist gut zu hören, Anna. Es ist beruhigend zu wissen, dass es mehrere Transportmöglichkeiten gibt, aus denen man wählen kann. Absolut, John. Abhängig von Ihren Bedürfnissen und Vorlieben können Sie für jede Situation das am besten geeignete Transportmittel auswählen. Ich schätze die Information, Anna. Es wird mir sicherlich helfen, mich effizienter in der Stadt zurechtzufinden. Ich freue mich, dass ich dir helfen konnte, John. Wenn Sie die Transportmöglichkeiten erkunden, können Sie sich leichter fortbewegen und die Stadt entdecken. Danke für deine Anleitung, Anna. Ich freue mich darauf, die verschiedenen hier verfügbaren Verkehrsmittel zu erkunden und zu nutzen. Lektion 13. Ich habe in letzter Zeit versucht, mein Fitnessniveau zu verbessern. Hallo Anna, ich habe in letzter Zeit versucht, mein Fitnessniveau zu verbessern. Welche Art von Übungen machst du? Ich habe gehört, dass zusammengesetzte Bewegungen von Vorteil sein können. Hallo John, ich konzentriere mich auch auf zusammengesetzte Bewegungen. Sie beanspruchen mehrere Muskelgruppen gleichzeitig und eignen sich hervorragend für die allgemeine Kraft und Koordination. Einige Beispiele hierfür sind Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken. Das ist interessant, Anna. Ich habe von diesen Übungen gehört. Gibt es noch andere zusammengesetzte Bewegungen, die du empfiehlst? Absolut, John. Klimmzüge, Ausfallschritte und Overhead-Pressen sind ebenfalls effektive Verbundübungen, die auf verschiedene Muskelgruppen abzielen. Ich werde sie im Hinterkopf behalten, Anna. Es hört sich so an, als ob es für meine allgemeine Fitness von Vorteil sein wird,
zusammengesetzte Bewegungen in meine Routine zu integrieren. Definitiv, John. Kombinierte Übungen helfen dabei, funktionelle Stärke aufzubauen und die Körperzusammensetzung zu verbessern. Sie sind auch zeiteffizient. Das ist ein Plus, Anna. Ich bin immer auf der Suche nach effizienten Wegen, um das Beste aus meinem Training herauszuholen. Es ist toll, dass du motiviert bist, deine Fitness zu verbessern, John. Denken Sie daran, auf Ihren Körper zu hören, mit der richtigen Form zu beginnen und die Intensität schrittweise zu erhöhen. Danke für den Rat, Anna. Ich werde darauf achten, der richtigen Form Priorität einzuräumen und mein Training schrittweise voranzutreiben. Du bist willkommen, John. Genießen Sie Ihre Fitnessreise und zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie weitere Fragen haben. Das weiß ich zu schätzen, Anna. Ich werde Sie über meine Fortschritte auf dem Laufenden halten. Auf eine gesündere und stärkere Zukunft. Lektion 14: Die allgemeinen Geschäftsbedingungen dieser neuen App. Hallo Anna, ich habe mir die Nutzungsbedingungen dieser neuen App durchgelesen. Ja, ich habe sie gründlich analysiert. Hallo John, das ist großartig. Es ist immer eine gute Idee, die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu lesen und zu verstehen, bevor Sie eine neue App oder einen neuen Dienst nutzen. Ich stimme zu, Anna. Es ist wichtig zu wissen, womit ich einverstanden bin und welche Rechte und Pflichten ich habe. Absolut, John. Sind Sie bei der Analyse der allgemeinen Geschäftsbedingungen auf bestimmte Punkte oder Bedenken gestoßen? Nun, mir sind einige Klauseln zur Datenerfassung und zum Datenschutz aufgefallen. Ich wollte sichergehen, dass ich verstehe, wie meine persönlichen Daten verwendet und geschützt werden. Das ist ein berechtigtes Anliegen, John. Das Verständnis der Datenerfassungs- und Datenschutzpraktiken der App ist für den Schutz Ihrer Daten von entscheidender Bedeutung. Definitiv, Anna. Ich habe mir die Zeit genommen, diese Abschnitte im Detail durchzugehen, um sicherzustellen, dass ich mit dem Umgang mit meinen Daten zufrieden bin. Es ist toll, dass du deine Privatsphäre proaktiv schützt, John. Wenn Sie weitere Fragen oder Zweifel haben, können Sie sich jederzeit an das Support-Team der App wenden, um weitere Informationen zu erhalten. Das ist ein guter Vorschlag, Anna. Das behalte ich im Hinterkopf, falls weitere Fragen auftauchen. Es ist besser, informiert zu sein als anzunehmen. Absolut, John. Informiert zu sein, stärkt Sie als Benutzer. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, die allgemeinen Geschäftsbedingungen gründlich zu analysieren. Danke, Anna. Es ist mir wichtig, fundierte Entscheidungen zu treffen, insbesondere wenn es um meine persönlichen Daten geht. Ich schätze Ihre Unterstützung. Du bist willkommen, John. Ich bin hier, um dich zu unterstützen. Wenn Sie weitere Hilfe benötigen oder weitere Fragen haben, können Sie diese gerne stellen. Das werde ich, Anna. Ihre Anleitung und Unterstützung bedeuten mir sehr viel. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe. Lektion 15: Ich habe nach einer neuen Wohnung gesucht. Hallo Anna, ich habe nach einer neuen Wohnung gesucht. Ja, ich habe für dieses Wochenende ein paar Besichtigungen geplant. Hoffentlich finde ich etwas, das mir gefällt. Hallo John, das ist großartig. Wenn Sie sich mehrere Wohnungen ansehen, erhalten Sie eine bessere Vorstellung davon, was verfügbar ist, und Sie können eine fundierte Ich Entscheidung stimme treffen. zu, Anna. Es ist wichtig, verschiedene Optionen zu prüfen und verschiedene Faktoren zu berücksichtigen, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Definitiv, John. Achten Sie bei der Besichtigung der Wohnungen darauf, wichtige Merkmale wie das Layout, die Ausstattung und die Lage zu beachten. Das ist ein gutes Argument, Anna. Ich werde darauf achten, diese Aspekte zu berücksichtigen und zu prüfen, ob sie meinen Vorlieben und Bedürfnissen entsprechen. Es ist auch eine gute Idee, Fragen zu Ihren spezifischen Anforderungen oder Bedenken zu stellen,
zum Beispiel zu den Richtlinien für Haustiere oder zur Verfügbarkeit von Parkplätzen. Ich werde das im Hinterkopf behalten, Anna. Fragen zu stellen hilft mir, alle notwendigen Informationen zu sammeln, um eine fundierte Entscheidung zu treffen. Das ist der richtige Ansatz, John. Nehmen Sie sich Zeit, vergleichen Sie die Vor- und Nachteile der einzelnen Wohnungen und vertrauen Sie Ihrem Instinkt. Danke für den Rat, Anna. Ich gehe mit einer klaren Einstellung an die Besichtigungen heran und traue mir zu, die beste Entscheidung zu treffen. Du bist willkommen, John. Ich bin zuversichtlich, dass Sie eine tolle Wohnung finden werden, die Ihren Bedürfnissen entspricht. Viel Glück bei den Besichtigungen. Danke, Anna. Ich weiß Ihre Unterstützung zu schätzen. Ich werde Sie auf dem Laufenden halten, wie es läuft, und hoffe, dass ich bald den perfekten Ort finde, den ich mein Zuhause nennen kann. Lektion 16. Ich habe nach potenziellen Geschäftsmöglichkeiten gesucht. Hallo Anna, ich habe nach potenziellen Geschäftsmöglichkeiten gesucht. Wir haben eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei ähnlichen Unternehmungen. Was sind Ihre Anforderungen, um ein neues Unternehmen in Betracht zu ziehen? Hallo John, es ist beeindruckend, dass wir eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei ähnlichen Unternehmungen haben. Wenn ich über ein neues Unternehmen nachdenke, achte ich auf einige wichtige Anforderungen. Was sind diese Anforderungen, Anna? Ich bin gespannt, welche Faktoren Sie bei der Bewertung einer potenziellen Geschäftsmöglichkeit priorisieren. Nun, eine wichtige Voraussetzung ist ein tragfähiger Markt. Ich möchte sicherstellen, dass eine Nachfrage nach dem Produkt oder der Dienstleistung besteht, die wir anbieten Das ergibt möchten. Sinn, Anna. Eine starke Marktnachfrage ist entscheidend für den Erfolg und die Nachhaltigkeit jedes Unternehmens. Absolut, John. Eine weitere Anforderung ist ein Wettbewerbsvorteil. Ich suche nach Alleinstellungsmerkmalen oder Aspekten, die das Unternehmen von Wettbewerbern unterscheiden. Ein Wettbewerbsvorteil kann uns definitiv einen Vorteil auf dem Markt verschaffen, Anna. Es ist wichtig, etwas Wertvolles und Einzigartiges anzubieten, um Kunden anzulocken. Ja, es ist wichtig, uns zu differenzieren, John. Darüber hinaus berücksichtige ich auch die finanzielle Durchführbarkeit und die potenzielle Rentabilität des Unternehmens. Finanzielle Machbarkeit und Rentabilität sind entscheidende Überlegungen, Anna. Wir müssen sicherstellen, dass das Unternehmen nachhaltige Einnahmen und Gewinne erzielen kann. Das stimmt, John. Schließlich berücksichtige ich auch die Ressourcen und Fähigkeiten, die uns zur Unterstützung des neuen Unternehmens zur Verfügung stehen. Es ist wichtig, unsere Ressourcen und Fähigkeiten zu bewerten, um festzustellen, ob wir über die notwendigen Mittel verfügen, um den Geschäftsplan effektiv umzusetzen, Anna. Genau, John. Indem wir diese Anforderungen berücksichtigen, können wir die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen und fundierte Geschäftsentscheidungen treffen. Ich schätze deine Erkenntnisse, Anna. Bei der Bewertung neuer Geschäftsmöglichkeiten ist es hilfreich, klare Anforderungen zu haben. Lassen Sie uns diese bei der Erkundung potenzieller Unternehmungen berücksichtigen. Definitiv, John. Ich bin gespannt, welche Möglichkeiten vor uns liegen. Lassen Sie uns unsere Erfahrung nutzen und kluge Entscheidungen für unser nächstes Unternehmen treffen. Lektion 17. Ich war in letzter Zeit viel unterwegs. Hallo Anna, ich bin in letzter Zeit viel gereist und habe einige wertvolle Lektionen gelernt. Gibt es aufgrund Ihrer Erfahrungen einen Rat, den Sie mir geben können? Hallo John, auf jeden Fall. Eine wichtige Lektion, die ich gelernt habe, ist, auf Reisen immer eine Kopie wichtiger Dokumente bei sich zu haben. Das ist ein toller Tipp, Anna. Kopien wichtiger Dokumente zu haben, kann in Notfällen oder unerwarteten Situationen lebensrettend sein. Absolut, John. Es ist eine gute Idee, Kopien Ihres Reisepasses,
Ihres Personalausweis, Ihrer Reiseroute und aller anderen wichtigen Dokumente dabei zu haben. Ich werde dafür sorgen, dass ich das mache, Anna. Es ist besser, vorbereitet zu sein und Duplikate zu haben, als sich nur auf die Originale zu verlassen. Ein weiterer nützlicher Tipp ist, digitale Kopien wichtiger Dokumente auf Ihrem Telefon oder in einem sicheren Cloud-Speicherdienst aufzubewahren. Das ist ein kluger Ansatz, Anna. Das Speichern digitaler Kopien kann eine zusätzliche Sicherungsebene und Zugänglichkeit bieten. Ja, John. Im Falle eines Verlusts oder Diebstahls können Ihnen digitale Kopien helfen, schnell auf die erforderlichen Informationen zuzugreifen und den Vorfall zu melden. Ich schätze den Rat, Anna. Es ist wichtig, proaktiv zu sein und auf Reisen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, um ein reibungsloses und stressfreies Erlebnis zu gewährleisten. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich einige hilfreiche Tipps geben konnte. Denken Sie aus Sicherheitsgründen daran, die Kopien an einem anderen Ort als die Originale aufzubewahren. Das ist eine gute Erinnerung, Anna. Ich werde sicherstellen, dass die Kopien an einem sicheren Ort aufbewahrt werden, getrennt von den Originalen. Großartig! Ich hoffe, diese Tipps werden Ihnen auf Ihren Reisen nützlich sein, John. Genieße deine Abenteuer und bleib sicher. Danke, Anna. Ich werde diese Lektionen im Hinterkopf behalten und das Beste aus meinen Reisen machen. Ihr Rat ist für mich wirklich wertvoll. Lektion 18. Ich habe mir die Preise für unsere bevorstehende Reise angesehen. Hallo Anna, ich habe mir die Preise für unsere bevorstehende Reise angesehen. Sie sind großartig. Tja, wenn du das tust, packe ich ein paar wichtige Dinge ein. Hallo John, das sind fantastische Neuigkeiten zu den Preisen. Es ist immer eine Erleichterung, wenn wir gute Angebote für unsere Reisen finden. Definitiv, Anna. Wenn wir Geld bei den Reisekosten sparen, können wir unser Budget für andere angenehme Erlebnisse während der Reise verwenden. Absolut, John. Achten Sie beim Packen darauf, wichtige Dinge wie wettergerechte Kleidung, Toilettenartikel und alle notwendigen Medikamente dabei zu haben. Das ist eine gute Erinnerung, Anna. Das Packen der richtigen Sachen stellt sicher, dass wir vorbereitet sind und uns auf unserer Reise wohlfühlen. Vergessen Sie außerdem nicht, alle elektronischen Geräte und deren Ladegeräte sowie alle Reiseadapter, die Sie möglicherweise benötigen, einzupacken. Stimmt, Anna. Es ist wichtig, dass unsere Elektronik aufgeladen und einsatzbereit ist, vor allem, wenn wir sie für die Navigation oder Kommunikation benötigen. Genau, John. Es ist auch eine gute Idee, ein kleines Erste-Hilfe-Set mit grundlegenden medizinischen Hilfsgütern wie Pflastern und Schmerzmitteln einzupacken. Ich werde das zu meiner Liste hinzufügen, Anna. Ein Erste-Hilfe-Set gibt uns Sicherheit bei leichten Verletzungen oder Gesundheitsproblemen. Vergessen Sie schließlich nicht, alle Reisedokumente einzupacken, die Sie benötigen, wie Pässe, Visa oder Informationen zur Reiseversicherung. Absolut, Anna. Reisedokumente sind unverzichtbar und wir sollten überprüfen, ob wir sie haben, bevor wir abreisen. Großartig! Jetzt, da wir alles abgedeckt haben, können wir uns darauf konzentrieren, unsere Reise zu genießen und bleibende Erinnerungen zu sammeln. Danke für die Erinnerungen, Anna. Ich werde dafür sorgen, dass wir alles einpacken, was wir für eine reibungslose und angenehme Reise benötigen. Lass uns zusammen eine fantastische Reise machen. Du bist willkommen, John. Ich freue mich auch auf unsere Reise. Lassen Sie uns das Beste daraus machen und eine tolle Zeit haben. Lektion 19. Ich denke, wir sollten die Frist verlängern. Hallo Anna, angesichts des Arbeitsvolumens, das wir haben, denke ich, dass wir die Frist verlängern sollten. Hallo John, ich stimme zu. Angesichts der Menge an Arbeit, die wir erledigen müssen,
würde uns eine Verlängerung der Frist ermöglichen, ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zu Definitiv, erzielen. Anna. Es ist wichtig, der Qualität Vorrang vor der überstürzten Einhaltung einer unrealistischen Frist einzuräumen. Absolut, John. Durch die Verlängerung der Frist können wir mehr Zeit für eine gründliche Planung, Ausführung und Überprüfung einplanen. Das ist ein kluger Ansatz, Anna. Es ist besser, sich die nötige Zeit zu nehmen, um sicherzustellen, dass unsere Arbeit gut durchdacht ist und den gewünschten Standards entspricht. Darüber hinaus würde uns eine Verlängerung der Frist mehr Flexibilität bieten, um auf unerwartete Herausforderungen oder Änderungen reagieren zu können. Du hast recht, Anna. Es ist immer gut, etwas Pufferzeit zu haben, um unvorhergesehene Umstände zu bewältigen, die das Projekt beeinflussen könnten. Darüber hinaus kann uns eine Verlängerung der Frist helfen, eine gesunde Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten und übermäßigem Stress oder Burnout vorzubeugen. Das ist eine wichtige Überlegung, Anna. Für unsere langfristige Produktivität ist es entscheidend, auf unser Wohlbefinden zu achten und ein nachhaltiges Tempo aufrechtzuerhalten. Absolut, John. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zu finden, das es uns ermöglicht, hervorragende Ergebnisse zu erzielen und gleichzeitig auf uns selbst Ich aufzupassen. werde die Möglichkeit einer Verlängerung der Frist mit den Projektbeteiligten besprechen, Anna. Ich glaube, Sie werden verstehen, dass zusätzliche Zeit benötigt wird. Das klingt nach einem guten Plan, John. Offene Kommunikation und Transparenz sind entscheidend, wenn es um die Erörterung von Fristverlängerungen mit Interessengruppen geht. Danke für deinen Beitrag, Anna. Ihre Perspektive und Ihre Erkenntnisse sind wertvoll, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich etwas beitragen konnte. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit unseren gemeinsamen Anstrengungen hervorragende Ergebnisse erzielen werden. Machen wir uns an die Arbeit. Lektion 20. Ich habe über Transportmöglichkeiten für unsere bevorstehende Reise nachgedacht. Hallo Anna, ich habe über Transportmöglichkeiten für unsere bevorstehende Reise nachgedacht. Ich bevorzuge öffentliche Verkehrsmittel. Ist das Bussystem hier zuverlässig? Hallo John, öffentliche Verkehrsmittel sind eine bequeme Wahl. Das Bussystem hier ist im Allgemeinen zuverlässig, aber es hat seine Höhen und Tiefen. Ich verstehe, Anna. Können Sie mir mehr über die Zuverlässigkeit des Bussystems sagen? Gibt es spezielle Faktoren, die berücksichtigt werden müssen? Nun, John, die Zuverlässigkeit des Bussystems kann je nach Faktoren wie Verkehrsbedingungen und Tageszeit variieren. Das ergibt Sinn, Anna. Ich denke, es ist wichtig, unsere Reise entsprechend zu planen und mögliche Verzögerungen zu Spitzenzeiten zu berücksichtigen. Genau, John. Es ist eine gute Idee, die Busfahrpläne zu überprüfen und im Falle unerwarteter Verspätungen etwas mehr Zeit einzuplanen. Ich werde das im Hinterkopf behalten, Anna. Wenn wir vorbereitet und flexibel mit unseren Fahrplänen sind, können wir uns besser im Bussystem zurechtfinden. Darüber hinaus ist zu beachten, dass einige Buslinien aufgrund von Frequenz- und Nachfrageunterschieden zuverlässiger sein können als andere. Guter Punkt, Anna. Wir können die Buslinien untersuchen und identifizieren, die für ihre Zuverlässigkeit und Häufigkeit bekannt sind. Absolut, John. Es ist immer von Vorteil, Informationen zu sammeln und unsere Routen im Voraus zu planen, um eine reibungslose und pünktliche Reise zu gewährleisten. Ich schätze die Einblicke, Anna. Öffentliche Verkehrsmittel können eine kostengünstige und umweltfreundliche Option sein, daher ist es gut, etwas über die Zuverlässigkeit des Bussystems zu wissen. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich einige Informationen geben konnte. Lassen Sie uns die verfügbaren öffentlichen Verkehrsmittel optimal nutzen und unsere Reise genießen. Einverstanden, Anna.
Durch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel können wir ein intensiveres und nachhaltigeres Reiseerlebnis haben. Lasst uns das Abenteuer annehmen. Lektion 21. Ich habe über unseren Plan für das nächste Wochenende nachgedacht. Hallo Anna, ich habe über unseren Plan für das nächste Wochenende nachgedacht. Haben Sie konkrete Ideen im Kopf? Hallo John, nun, ich habe darüber nachgedacht, einen nahegelegenen Wanderweg zu erkunden. Es könnte eine großartige Möglichkeit sein, die Natur zu genießen und sich zu bewegen. Das klingt wunderbar, Anna. Ich wandere gerne und es ist eine erfrischende Art, Zeit im Freien zu verbringen. Welchen Weg hast du in Betracht gezogen? Ich habe von einem Trail namens Cascade Pass gehört. Er ist bekannt für seine wunderschöne Landschaft und seinen moderaten Schwierigkeitsgrad. Es scheint gut zu uns zu passen. Das klingt perfekt, Anna. Ein moderater Schwierigkeitsgrad wäre angenehm, und wir können uns Zeit nehmen, die Umgebung zu erkunden. Wissen Sie, wie lang der Weg ist? Ja, der Cascade Pass ist ungefähr 5 Meilen lang, daher sollte er für eine Tageswanderung eine überschaubare Strecke sein. Großartig! Ich werde sicherstellen, dass ich etwas Wasser, Snacks und Sonnencreme einpacke. Gibt es noch etwas, das wir für die Wanderung mitbringen sollten? Es ist immer eine gute Idee, einen kleinen Rucksack mit einigen wichtigen Dingen wie einem Erste-Hilfe-Set, einer Karte oder einem Wanderführer und einem voll aufgeladenen Telefon für Notfälle dabei zu haben. Gut gedacht, Anna. Sicherheit und Vorbereitung sind wichtig, wenn man eine Wanderung macht. Ich werde sicherstellen, dass ich diese Gegenstände einsammle, bevor wir uns auf den Weg machen. Hervorragend! Wir können auch die Wettervorhersage kurz vor dem Datum überprüfen, um sicherzustellen, dass wir uns angemessen kleiden und alle erforderlichen zusätzlichen Schichten mitbringen. Das ist ein gutes Argument, Anna. Wenn wir uns der Wetterbedingungen bewusst sind, können wir uns während der gesamten Wanderung wohlfühlen. Ich freue mich, dass du mit der Wanderidee einverstanden bist, John. Ich denke, es wird eine lustige und belebende Art sein, unser Wochenende zu verbringen. Absolut, Anna. Die Natur zu erkunden und uns selbst bei einer Wanderung herauszufordern, klingt nach einem perfekten Wochenendplan. Ich freue mich darauf. Ich auch, John. Machen wir daraus ein unvergessliches Wanderabenteuer. Ich freue mich darauf, mit dir auf den Trail zu gehen. Lektion 22. Hast du irgendwelche Empfehlungen zum Packen? Hallo Anna, ich plane unsere bevorstehende Reise. Hast du irgendwelche Empfehlungen zum Packen? Hallo John, eine meiner wichtigsten Empfehlungen ist, leicht zu packen. Reisen mit weniger Gepäck können unsere Reise bequemer und angenehmer machen. Das ist ein toller Vorschlag, Anna. Leichtes Packen erspart uns den Aufwand, schwere Taschen zu tragen, und ermöglicht uns mehr Flexibilität auf unseren Reisen. Absolut, John. Ein weiterer Tipp ist, Kleidung mitzubringen, die übereinander getragen werden kann. Auf diese Weise können wir unsere Outfits an das Wetter oder die Temperaturschwankungen anpassen. Layering macht Sinn, Anna. Es gibt uns die Flexibilität, uns an unterschiedliche Klimazonen oder Umgebungen anzupassen, ohne zu viel zu packen. Genau, John. Es ist auch hilfreich, Kleidung mitzubringen, die schnell trocknet, insbesondere für Aktivitäten, bei denen Wasser oder unerwarteter Regen auftreten können. Guter Punkt, Anna. Schnell trocknende Kleidung kann lebensrettend sein, wenn wir sie während unserer Reise waschen oder trocknen müssen. Das spart Zeit und sorgt dafür, dass wir uns wohlfühlen. Ziehen Sie außerdem vielseitige Stücke in Betracht, die gemischt und kombiniert werden können, um verschiedene Outfits zu kreieren. Dies trägt dazu bei, die Nutzung unserer begrenzten Garderobe zu Das ist ein maximieren. kluger Ansatz, Anna. Vielseitige Kleidungsoptionen ermöglichen es uns, unterschiedliche Looks zu kreieren, ohne übermäßig viel einzupacken. Vergessen Sie nicht, wichtige Dinge wie bequeme Schuhe,
Toilettenartikel und alle notwendigen Medikamente einzupacken. Diese Artikel können unser Reiseerlebnis erheblich verbessern. Absolut, Anna. Bequeme Schuhe sind ein Muss für Erkundungstouren, und die notwendigen Toilettenartikel und Medikamente stellen sicher, dass wir alles haben, was wir brauchen. Denken Sie abschließend daran, die spezifischen Dresscodes oder kulturellen Normen der Reiseziele, die wir besuchen werden, zu überprüfen. Das kann uns helfen, angemessen zu packen. Gute Erinnerung, Anna. Die lokalen Gepflogenheiten zu respektieren und die Kleidervorschriften einzuhalten, zeugt von kultureller Sensibilität und hilft uns, uns einzufügen. Ich freue mich, dass Sie diese Empfehlungen hilfreich fanden, John. Leichtes und intelligentes Packen kann unsere Reise komfortabler und stressfreier machen. Danke, Anna. Ihre Vorschläge werden auf jeden Fall einen Unterschied darin machen, wie wir für unsere Reise packen. Lasst uns leicht packen und unser Abenteuer in vollen Zügen genießen. Lektion 23. Ich überlege, eine Küstenstadt zu besuchen. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, auf eine Reise zu gehen. Das klingt aufregend. Wo willst du hingehen? Hallo John, ich überlege, eine Küstenstadt zu besuchen. Ich habe gehört, dass es wunderschön ist und atemberaubende Strände hat. Das klingt fantastisch, Anna. Küstenstädte bieten oft einen erholsamen und malerischen Kurzurlaub. An welche bestimmte Stadt denken Sie? Ich möchte eine Stadt namens Siside Cove besuchen. Es ist bekannt für seine bezaubernde Atmosphäre, die malerische Küste und die lebendige lokale Kultur. Siside Cove klingt nach einem perfekten Reiseziel, Anna. Ich habe auch tolle Dinge darüber gehört. Wann hast du vor zu gehen? Ich denke darüber nach, nächsten Monat zu fahren, in der Nebensaison. Es sollte weniger überfüllt sein und wir können ein friedlicheres Erlebnis genießen. Das ist eine kluge Entscheidung, Anna. Wenn wir in der Nebensaison reisen, können wir Menschenmassen vermeiden und möglicherweise bessere Angebote für Unterkünfte erhalten. Absolut, John. Außerdem haben wir eine bessere Chance, vollständig in die lokale Kultur einzutauchen und die Schönheit der Stadt zu genießen. Haben Sie nach bestimmten Aktivitäten oder Attraktionen in Siside Cove gesucht, die wir nicht verpassen sollten? Ja, es gibt viel zu tun. Wir können die Strände erkunden, Wassersportarten ausprobieren, lokale Museen besuchen und uns mit frischen Meeresfrüchten verwöhnen lassen. Das klingt nach einer fantastischen Reiseroute, Anna. Ich freue mich besonders darauf, die lokalen Meeresfrüchte zu probieren. Ich habe gehört, dass es in Küstenstädten köstlich ist. Definitiv, John. Wir können die Aromen des Meeres genießen und den Lebensstil an der Küste in vollen Zügen genießen. Es wird eine unvergessliche Reise werden. Ich freue mich sehr über diese Reise, Anna. Fangen wir an, unsere Unterkünfte und Aktivitäten zu planen. Ich kann es kaum erwarten, Siside Cove mit dir zu erkunden. Mir geht es genauso, John. Lassen Sie uns diese Reise Wirklichkeit werden lassen und bleibende Erinnerungen schaffen. Es wird ein unglaubliches Abenteuer. Lektion 24. Ich habe mir einige Marketingstrategien für unser neues Produkt ausgedacht. Hallo Anna, ich habe mir einige Marketingstrategien für unser neues Produkt ausgedacht. Ich denke, eine Partnerschaft mit Mikroinfluencern wäre effektiv. Hallo John, das ist eine tolle Idee. Mikroinfluencer haben ein engagiertes Publikum, was uns helfen kann, unseren Zielmarkt effektiver zu erreichen. Genau, Anna. Ihre kleinere, aber sehr engagierte Fangemeinde verleiht ihren Empfehlungen oft mehr Authentizität und Vertrauen. Ich stimme zu, John. Mikroinfluencer werden von ihren Followern oft als besser nachvollziehbar und vertrauenswürdiger angesehen, was sich positiv auf unsere Markenwahrnehmung auswirken kann.
Darüber hinaus ermöglicht uns die Partnerschaft mit Mikroinfluencern, bestimmte Nischenmärkte anzusprechen und ein zielgerichteteres Publikum zu erreichen. Das ist ein großer Vorteil, John. Durch die Zusammenarbeit mit Mikroinfluencern, die sich an unseren Markenwerten und unserer Zielgruppe orientieren, können wir sicherstellen, dass unsere Botschaft bei den richtigen Leuten ankommt. Es lohnt sich auch zu bedenken, dass die Zusammenarbeit mit Mikroinfluencern kostengünstiger sein kann als die Zusammenarbeit mit größeren Influencern oder Prominenten. Absolut, John. Mikroinfluencer verlangen tendenziell niedrigere Gebühren oder sind möglicherweise sogar offen für den Austausch von Produkten, was dies zu einer budgetfreundlicheren Option für unsere Marketingstrategie macht. Ein weiterer Vorteil ist, dass Mikroinfluencer häufig höhere Interaktionsraten bei ihren Inhalten haben, was bedeutet, dass unser Produkt wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit erhält und mehr Aufmerksamkeit erregt. Das ist ein entscheidender Punkt, John. Höheres Engagement bedeutet mehr Sichtbarkeit, was zu einer höheren Markenbekanntheit und potenziellen Kundenkonversionen führen kann. Ich bin froh, dass wir auf derselben Wellenlänge sind, Anna. Die Partnerschaft mit Mikroinfluencern scheint eine effektive Marketingstrategie zu sein, um für unser neues Produkt zu werben. Definitiv, John. Beginnen wir mit der Recherche und Identifizierung von Mikroinfluencern, die gut zu unserer Marke passen. Ich freue mich darauf, zu sehen, welchen Einfluss sie auf unsere Marketingbemühungen haben können. Lektion 25. Wissen Sie, ob es für diese Attraktionen eine Eintrittsgebühr gibt? Hallo Anna, ich habe mir die Attraktionen angesehen, die wir während unserer Reise besuchen möchten. Wissen Sie, ob es für diese Attraktionen eine Eintrittsgebühr gibt? Hallo John, ja, einige von Ihnen haben möglicherweise eine Eintrittsgebühr. Es ist üblich, dass beliebte Attraktionen eine Gebühr für die Wartung und Erhaltung der Website erheben. Das ergibt Sinn, Anna. Die Zahlung eines Eintrittspreises trägt dazu bei, die Instandhaltung der Attraktionen zu unterstützen und stellt sicher, dass Besucher sie auch in den kommenden Jahren genießen können. Absolut, John. Es ist wichtig, diese Gebühren als Teil unseres Reisebudgets zu berücksichtigen und entsprechend zu planen. Wissen Sie zufällig, ob es Attraktionen gibt, die freien Eintritt bieten oder ermäßigte Preise haben? Ja, einige Attraktionen haben möglicherweise bestimmte Tage oder Zeiten, an denen sie freien Eintritt oder ermäßigte Preise bieten. Es lohnt sich, ihre offiziellen Websites zu besuchen oder sie direkt zu kontaktieren, um solche Informationen Das zu ist eine erhalten. gute Idee, Anna. Wenn wir freien Eintritt oder ermäßigte Preise nutzen, können wir Geld sparen, ohne Kompromisse bei den Erlebnissen eingehen zu müssen. Darüber hinaus können wir auch den Kauf von Attraktionspässen oder Stadtkarten prüfen, mit denen Sie zu einem ermäßigten Preis Zugang zu mehreren Attraktionen erhalten. Daran hatte ich nicht gedacht, Anna. Der Kauf von Attraktionspässen kann eine kostengünstige Option sein, wenn wir mehrere Attraktionen in einem bestimmten Gebiet besuchen möchten. Genau, John. Diese Pässe bieten oft Komfort und Ersparnisse, vor allem, wenn wir einen vollen Reiseplan haben und das Beste aus unserer Zeit machen wollen. Danke für den Einblick, Anna. Es ist wichtig, die Eintrittspreise zu berücksichtigen und verschiedene Optionen zu erkunden, um unsere Reise budgetfreundlicher zu gestalten. Du bist willkommen, John. Vorausschauend zu planen und die mit Attraktionen verbundenen Kosten zu berücksichtigen, kann uns helfen, eine gut vorbereitete und angenehme Reise zu haben. Lassen Sie uns sicherstellen, dass wir die Eintrittspreise und verfügbaren Rabatte für die Attraktionen, die wir besuchen möchten, recherchieren. Das hilft uns, unsere Reiseroute und unser Budget entsprechend zu planen. Absolut, John. Auf diese Weise können wir das Beste aus unserer Reise machen und sicherstellen, dass wir unvergessliche Erlebnisse ohne Überraschungen haben. Lektion 26. Haben Sie bemerkt, wie offen und geräumig sich dieser Raum anfühlt? Hi Anna, ist dir aufgefallen, wie offen und großzügig sich dieser Raum anfühlt? Ja, habe ich, John.
Ich glaube, das liegt an den großen Fenstern und hohen Decken. Absolut, Anna. Das viel Tageslicht, das durch die Fenster fällt, schafft ein Gefühl von Offenheit und lässt den Raum einladender wirken. Ich stimme zu, John. Natürliches Licht sorgt dafür, dass sich Räume größer und heller anfühlen, was zur Gesamträumlichkeit beiträgt. Die hohen Decken spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Sie verleihen dem Raum ein Gefühl von Größe und erzeugen ein Gefühl von Luftigkeit. Das stimmt, John. Höhere Decken lenken den Blick nach oben, lassen den Raum weitläufiger wirken und tragen zum allgemeinen Gefühl der Offenheit bei. Ich habe Räume mit diesen architektonischen Merkmalen schon immer geschätzt. Sie machen einen großen Unterschied darin, wie sich ein Raum anfühlt, und können das allgemeine Ambiente verbessern. Mir geht es genauso, John. Diese Designelemente können einen Raum verändern und ihn zu einem angenehmeren Ort machen, an dem man Zeit verbringen kann. Es ist interessant, wie die Kombination aus natürlichem Licht, großen Fenstern und hohen Decken eine so angenehme und geräumige Atmosphäre schaffen kann. Definitiv, John. Es ist ein Beweis dafür, wie durchdachte Designentscheidungen die Art und Weise beeinflussen können, wie wir einen Raum wahrnehmen und erleben. Ich bin froh, dass wir so ein Zimmer haben. Aufgrund dieser Elemente fühlt es sich so offen und geräumig an. Es ist wirklich ein großartiger Ort zum Entspannen und Erholen. Lektion 27. Ich gehe später einkaufen. Hallo Anna, ich gehe später einkaufen. Benötigen Sie etwas Spezielles? Hallo John, ja, uns gehen ein paar Artikel aus. Ich mache eine Liste für dich. Okay, verstanden. Ich sorge dafür, dass alles auf der Liste steht. Danke, John. Hier ist die Liste: Eier, Milch, Brot und etwas frisches Obst und Gemüse. Bekannt, Anna. Ich werde sicherstellen, dass ich diese Artikel abhole. Großartig. Oh, und vergiss nicht, auch ein paar Hähnchenbrust mitzunehmen. Klar, Anna. Ich füge Hähnchenbrust zur Liste hinzu. Brauchst du Hilfe beim Tragen der Einkäufe, wenn du zurückkommst? Das wäre hilfreich, Anna. Ich gebe dir Bescheid, wenn ich auf dem Weg bin, damit du mich an der Tür treffen kannst. Klingt gut, John. Ich bin bereit, dir mit den Taschen zu helfen. Danke, Anna. Danke für Ihre Hilfe. Ich sehe dich bald. Ich freue mich darauf, John. Sicher einkaufen. Lektion 28. Ich habe gehört, dass du eine neue Fitnessroutine startest. Hallo Anna, ich habe gehört, dass du eine neue Fitnessroutine anfängst. Das ist ein kluger Schachzug. Hallo John, ja, ich möchte meiner Gesundheit Priorität einräumen und in Form kommen. Ich glaube, eine gesunde Ernährung ergänzt meine Fitnessziele. Absolut, Anna. Wenn Sie nahrhafte Nahrung zu sich nehmen, wird Ihr Körper mit dem Treibstoff versorgt, den er benötigt, um Bestleistungen zu erbringen. Ich plane, mehr Obst, Gemüse und magere Proteine in meine Mahlzeiten aufzunehmen. Das ist ein großartiger Ansatz, Anna. Diese Lebensmittel sind reich an Vitaminen, Mineralien und essentiellen Nährstoffen. Ich möchte auch auf verarbeitete Lebensmittel und zuckerhaltige Getränke verzichten. Ich denke, das wird einen positiven Unterschied machen. Du hast absolut recht, Anna. Die Reduzierung von verarbeiteten Lebensmitteln und zuckerhaltigen Getränken kann Ihr allgemeines Wohlbefinden verbessern. Ich freue mich darauf, mit neuen gesunden Rezepten zu experimentieren und köstliche Alternativen zu ungesunden Snacks zu entdecken. Das ist der Geist, Anna. Gesundes Essen muss nicht langweilig sein. Es gibt viele leckere und nahrhafte Optionen.
Ich freue mich, dass du das denkst, John. Es ist motivierend zu wissen, dass ich Essen genießen und trotzdem gesunde Entscheidungen treffen kann. Definitiv, Anna. Es ist wichtig, einen ausgewogenen Ansatz zu haben, der sowohl Genuss als auch Nahrung beinhaltet. Ich freue mich auf diese Reise zu einem gesünderen Lebensstil, John. Ich freue mich über Ihre Unterstützung. Du bist willkommen, Anna. Ich bin hier, um dich bei jedem Schritt zu unterstützen. Lassen Sie uns gemeinsam nach einer gesünderen und glücklicheren Zukunft streben. Lektion 29. Die meisten Städte haben gut angebundene Bus- oder U-Bahn-Systeme. Hallo Anna, ich habe über Transportmöglichkeiten in verschiedenen Städten nachgedacht. Auf jeden Fall haben die meisten Städte gut angebundene Bus- oder U-Bahn-Systeme, oder? Hallo John, du hast absolut recht. Viele Städte verfügen über effiziente und gut angebundene Bus- oder U-Bahn-Systeme, die Anwohnern und Besuchern das Pendeln erleichtern. Das ist gut zu wissen, Anna. Es ist beruhigend, zuverlässige öffentliche Verkehrsmittel zu haben, wenn man eine neue Stadt erkundet. Absolut, John. Öffentliche Verkehrsmittel können eine bequeme und kostengünstige Art sein, sich fortzubewegen, insbesondere in städtischen Gebieten mit starkem Verkehr. Ich stimme zu, Anna. Es ist oft effizienter, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, anstatt sich mit der Mühe auseinanderzusetzen, einen Parkplatz zu finden oder im Stau zu stehen. Definitiv, John. Außerdem kann die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel auch umweltfreundlicher sein und den individuellen CO2-Fußabdruck reduzieren. Das ist ein großartiger Punkt, Anna. Es ist wichtig, die Auswirkungen unserer Transportentscheidungen auf die Umwelt zu berücksichtigen. Absolut, John. Indem wir uns für öffentliche Verkehrsmittel entscheiden, können wir dazu beitragen, Staus und Luftverschmutzung in Städten zu reduzieren. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, Anna. Wenn ich an neue Orte reise, werde ich darauf achten, die verfügbaren öffentlichen Verkehrsmittel zu erkunden. Das ist ein kluger Ansatz, John. Öffentliche Verkehrsmittel können eine einzigartige Perspektive und ein einzigartiges Erlebnis der Stadt bieten. Ich freue mich darauf, Anna. Vielen Dank, dass Sie die Vorteile der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel hervorgehoben haben. Es ist etwas, das ich bei meinen zukünftigen Reisen priorisieren werde. Du bist willkommen, John. Genieße deine zukünftigen Abenteuer und mache das Beste aus den öffentlichen Verkehrsmitteln, wo auch immer du hingehst. Sichere Reisen. Nochmals vielen Dank, Anna. Ich schätze Ihre Erkenntnisse und guten Wünsche. Ich werde dafür sorgen, dass Sie angenehme und nachhaltige Reisen haben. Lektion 30. Ich habe gehört, dass du das Malen als Hobby aufgenommen hast. Hallo Anna, ich habe gehört, dass du das Malen als Hobby aufgenommen hast. Das klingt faszinierend. Hallo John. Ja, ich habe vor kurzem angefangen zu malen und es war ein wunderbares kreatives Mittel für mich. Das ist großartig, Anna. Deine künstlerische Seite zu entdecken kann eine erfüllende und unterhaltsame Erfahrung sein. Das ist es wirklich, John. Ich finde es beruhigend und therapeutisch, mich durch Farben und Pinselstriche auszudrücken. Ich verstehe warum, Anna. Malen ermöglicht es Ihnen, Ihrer Fantasie freien Lauf zu lassen und etwas Einzigartiges zu schaffen. Genau, John. Es ist erstaunlich, wie aus einer leeren Leinwand ein wunderschönes Kunstwerk werden kann. Ich habe noch nie versucht zu malen, aber als ich Ihre Erfahrung höre, denke ich darüber nach, meine eigene künstlerische Reise zu beginnen. Das ist wunderbar zu hören, John. Malen kann eine großartige Möglichkeit sein, sich zu entspannen, Stress abzubauen und neue Talente zu entdecken. Ich denke, es wäre eine erfrischende Abwechslung zu meiner gewohnten Routine. Ich könnte es bald versuchen. Ich ermutige dich dazu, John.
Man weiß nie, welche verborgenen Talente man entdecken könnte. Ich schätze die Ermutigung, Anna. Ich fange an, die notwendigen Materialien zu sammeln und versuche es mit dem Malen. Das ist der Geist, John. Genieße den Prozess und lass deiner Kreativität freien Lauf. Ich freue mich auf dein Kunstwerk. Danke, Anna. Ich freue mich darauf, dieses neue Hobby zu entdecken und meine künstlerische Reise mit Ihnen zu teilen. Lektion 8. Ich bin dabei, ein Visum zu beantragen. Hallo Anna, ich bin gerade dabei, ein Visum zu beantragen. Wie kann ich den Status meines Antrags überprüfen? Hallo John, um den Status deiner Bewerbung zu überprüfen, kannst du entweder online gehen oder dich an die Botschaft oder das Konsulat wenden, bei der du dich beworben hast. Online zu gehen klingt praktisch. Auf welcher Website oder Plattform sollte ich den Status meiner Bewerbung überprüfen? Auf der Website der Botschaft oder des Konsulats gibt es normalerweise einen speziellen Bereich, in dem Sie den Status Ihres Antrags verfolgen können. Suchen Sie nach der Seite mit den Visadiensten oder der Seite zur Das ergibt Sinn, Antragsverfolgung. Anna. Ich besuche die Website der Botschaft oder des Konsulats und suche nach dem Bereich zur Antragsverfolgung. Das ist ein guter Plan, John. Sobald Sie den Abschnitt zur Nachverfolgung gefunden haben, müssen Sie möglicherweise die Referenznummer Ihrer Bewerbung oder andere Details eingeben, um auf Ihren Status Ich werde zuzugreifen. dafür sorgen, dass ich die Referenznummer meiner Bewerbung griffbereit habe, Anna. Gibt es noch andere Möglichkeiten, den Status zu überprüfen? Wenn Sie möchten, können Sie sich auch direkt an die Botschaft oder das Konsulat wenden. Sie können Ihnen die genauesten und aktuellsten Informationen zur Verfügung stellen. Ich werde das im Hinterkopf behalten, Anna. Es ist gut zu wissen, dass ich mehrere Möglichkeiten habe, den Status meiner Bewerbung zu überprüfen. Absolut, John. Es ist immer eine gute Idee, über den Stand Ihrer Bewerbung auf dem Laufenden zu bleiben. Danke für die Anleitung, Anna. Ich werde Ihren Vorschlägen folgen und meinen Visumantrag verfolgen. Du bist willkommen, John. Ich hoffe, mit deiner Bewerbung läuft alles glatt. Viel Glück! Das weiß ich zu schätzen, Anna. Ich werde proaktiv bleiben und meine Bewerbung im Auge behalten.